Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Unser Magen produziert normalerweise eine große Menge an Säure, um die Verdauung zu gewährleisten. Jedoch kann es vorkommen, dass er zu wenig produziert. Dieser Zustand wird als Magensäuremangel bezeichnet und kann viele Ursachen haben. Von der Schulmedizin jedoch wird dieser meistens bagatellisiert und nicht anerkannt, weshalb man beim Gastroenterologen leider keine Hilfe bekommt. Zu wenig Magensäure ist ein vollkommen unterschätztes Problem und spielt eine zentrale Rolle in einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen. Denn die Magensäure erfüllt zwei Hauptaufgaben. Als erstes hilft sie bei der Verdauung der verspeisten Lebensmittel. Die saure Zusammensetzung der Säure zersetzt die Nahrung. Diese werden aufgespalten und ihre Struktur wird verändert und für den Dünndarm vorbereitet. Die zweite Funktion besteht darin, die Verbreitung von Viren und Bakterien zu verhindern. Aufgrund ihres niedrigen pH-Werts und ihrer hohen Potenz kann sie Bakterien zerstören. Daher hat die Magensäure auch eine schützende Funktion. Die Lebensmittel, die im Magen aufgrund von mangelnder Magensäure nicht zersetzt werden, verrotten im Magen. Und das kann zu einem Völlegefühl, Blähungen oder Krankheiten führen. Es kann auch zu einer geringeren Fettaufnahme führen. Da Fettsäuren extrem wichtig für die Aufnahme von Vitaminen und Beta-Carotinen sind, kann ein Mangel an Magensäure zu schwerwiegenden Problemen führen. Durch einen unbehandelten Magensäuremangel können auch noch folgende Probleme entstehen. Ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil die fehlende Magensäure die Krankheitserreger nicht mehr zerstört. Die Krankheitserreger gelangen nun ungehindert in den Darm, wodurch das Risiko für eine Dünndarmfehlbesiedlung steigt, wodurch wiederum eine Menge anderer Probleme entstehen können. Durch die mangelhafte Verdauung kommt es aber auch zu einer Unterversorgung mit Proteinen und Fetten. In weiterer Folge kann es auch zu Vitamin- und Mineralstoffmängeln, besonders Vitamin B12-Mangel, aber auch Vitamin C, B6, Beta-Carotin, Eisen, Calcium, Magnesium oder Zinkmangel. Durch die unverdauten Proteine steigt das Risiko, dass unvollständig verdaute Eiweißpartikel in die Blutbahn gelangen, und dies wiederum lässt das Risiko für Allergien und Autoimmunreaktionen steigen. Was sind nun die Ursachen eines Magensäuremangels? Die häufigste Ursache ist eine chronische Gastritis, hervorgerufen durch Viren und Bakterien und eine ungesunde Lebensweise. Eine weitere häufige Ursache ist die Einnahme von Protonenpumpenhämmern, die oft viel zu schnell bei Sodbrennen verordnet wird, obwohl Sodbrennen gerade durch einen Magensäuremangel entsteht. Eine weitere Ursache könnte eine Schilddrüsenunterfunktion sein, denn dann wird das Hormon Gastrin zu wenig gebildet, welches normalerweise die Magensäureproduktion anregt. Wird die Unterfunktion der Schilddrüse also nicht behandelt, kann es zu einem Magensäuremangel kommen. Wenn zu viele Kohlenhydrate und Junkfood konsumiert werden und zu wenige Proteine, wird weniger Magensäure produziert. Aber auch Rauchen und Alkohol, bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Hypothyreose, Nierenversagen oder Anorexie, aber auch ein Zink- und Magnesiummangel sorgen für eine Verminderung der Magensäure. Chronischer Stress kann nun dazu führen, dass das Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus aus dem Gleichgewicht gerät, und der Vagusnerv ist der größte Nerv des Parasympathikus. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Darm-Hirn-Achse, also die Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn. Und eine wichtige Funktion des Vagusnervs, abgesehen von seinen vielen anderen Aufgaben und der feinen Steuerung der Organaktivität, ist die Herstellung von Salzsäure. Die Säure im Magen wird also durch den Tonus unseres Vagusnervs reguliert. Der wichtigste Neurotransmitter, der am Vagusnerv beteiligt ist Acetylcholin. Und Acetylcholin braucht Vitamin B1, sehr, sehr wichtig. Vitamin B1 ist ein sehr häufiger Mangel bei so vielen Menschen, weil sie zu viele Kohlenhydrate zu sich nehmen, zu viel Stress haben und viel Kaffee oder Tee trinken. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum wir einen B1-Mangel haben könnten. Wenn wir also nicht genug Vitamin B1 haben, kann dieser Vagusnerv nicht die Salzsäure produzieren, die wir brauchen, sodass in der Folge durch den Magensäuremangel dann die ganzen oben genannten Probleme und noch viele mehr auftreten können. Um nun herauszufinden, ob man an einem Magensäuremangel leidet, gibt es 3 Tests, die man durchführen kann. Zum einen einen Bluttest, um das Pepsinogen zu ermitteln. Da jedoch der Gastroenterologe meistens einen Magensäuremangel verleugnet, möchte ich stattdessen einfach die Mikronährstoffanalyse über die Haare empfehlen, wo man auch das Pepsin ermitteln kann, und wenn dies im roten Bereich sein sollte, weiß man, dass man einen Magensäuremangel hat. Der nächste sehr einfache Test kann zu Hause durchgeführt werden, indem man einen Teelöffel Natron in ein Glas Wasser am frühen Morgen gibt und das dann trinkt, und wenn in den nächsten Minuten kein Aufstoßen kommt, hat man einen Magensäuremangel. Auch den Rote
Betesaft könnte man sehr gut zu Hause durchführen. Folgende natürliche Methoden können angewendet werden im Falle eines Magensäuremangels. Direkt vor den Mahlzeiten einen Esslöffel naturtrüben Bio-Apfelessig mit etwas Wasser zu sich nehmen. Noch besser wäre es, mein natürliches Antibiotikum zu verwenden. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Die Essigsäure im Apfelessig kann den pH-Wert im Magen etwas senken. Auch Bitterstoffe regen die Magensäurebildung an und dazu kann ich meinen Schwedenbitter empfehlen. Das Video dazu verlinke ich euch hier. Die Einnahme von Beta-1-HCl-Kapseln vor einer jeden Mahlzeit gleichen den Magensäuremangel aus. Auch regelmäßige Bewegung trägt dazu bei, die Produktion von Magensäure zu erhöhen. Insbesondere dann, wenn dies in der Natur geschieht, weil dadurch auch der Stresspegel reduziert wird. Zink ist entscheidend an der Magensäureproduktion beteiligt, deshalb sollte man bei einem Zinkmangel den Speicher auffüllen durch Nahrungsergänzungsmittel. Aber auch Magnesium spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von Enzymen, die die Magensäureproduktion regulieren. Durch die regelmäßige Zufuhr von hochwertigen Proteinen, insbesondere von Lammfleisch, wird das eiweißspaltende Pepsin gebildet, welches wiederum die Magensäureproduktion stimuliert. Die gesunde ketogene Ernährung und das Meiden von Junkfood, Fertigprodukten und zu viel Kohlenhydraten kann den Magen und den Darm heilen und wieder in sein ursprüngliches Gleichgewicht zurückführen. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.